In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man die Kontonummer für den Gebrauch eines Expert Advisors beschränken kann, sodass nur die Kontonummer genutzt werden kann, die man erlaubt. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas in MQL4 programmieren kann. Wir sehen hier gerade eine Ausgabe auf dem Chart, die sagt, die Kontonummer ist falsch. Und wenn man hier auf Journal klickt, dann sehen wir auch, dass wir ein Lizenzproblem ausgegeben bekommen. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas in MQL4 programmieren kann. Okay, das ist jetzt hier unser einfaches Beispiel für einen Expert Advisor, der in der Lage ist, eine Kontonummer zu prüfen und zu beschränken. Wir starten hier mit der Deklaration für eine Integer-Variable namens Account Number. Danach kommt die OnTick-Funktion, die im Expert Advisor immer dann aufgerufen wird, wenn es eine Änderung beim Preis gibt. Und hier nutzen wir eine if-Abfrage, um die Funktion Account Number aufzurufen und zu überprüfen, ob die korrekt ist oder ob die falsch ist. Wenn die korrekt ist, dann würden wir die Ausgabe bekommen, die Kontonummer ist korrekt. Im anderen Fall, wenn der Rückgabewert false, also falsch ist, dann bekommen wir die Meldung, die Kontonummer ist falsch. Die eigentliche Funktion ist eine Bool-Funktion, das bedeutet, sie kann nur zwei Werte zurückgeben. Sie hat den Namen checkAccountNumber und dieser Zusatz hier Export, der würde es uns ermöglichen, die Funktion auch in einer Bibliothek zu verwenden und in einem Expert Advisor zu importieren. Wir starten damit, dass wir eine Bool-Variable mit dem Namen isLicensedAccount erstellen und vergeben hier den initialen Wert falsch. Danach holen wir uns die Kontonummer mit der Funktion AccountInfoInteger und übergeben dieser den Parameter AccountLogin. Das liefert uns die Kontonummer zurück, die verwendet wird. Und wir prüfen jetzt hier, ob diese Kontonummer übereinstimmt mit dem Kontonummernwert, den wir in unserem Expert Advisor übergeben. Wenn das der Fall ist, dann setzen wir unsere Variable hier auf True und machen eine Ausgabe, die uns sagt, dass wir die richtige Kontonummer verwenden. Im anderen Fall, wenn unsere Variable den Wert falsch hat, dann nutzen wir den Print-Befehl, um ein Lizenzproblem auszugeben. Und zum Schluss nutzen wir hier die Return-Funktion, um den Rückgabewert unserer Variablen hier wieder an die OnTick-Funktion zurückzugeben, die uns dann den entsprechenden Rückgabewert auf dem Chart anzeigt. Dieses komplette Beispiel würde übrigens auch in MQL5 funktionieren. Und wenn Sie bis jetzt noch nicht auf den MetaTrader 5 umgestiegen sind, dann wird es dafür langsam echt Zeit. Für den Moment klicken wir mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das sollte ohne Fehler funktionieren und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie hier oben auf diesen kleinen Button klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Okay, wenn alles gut funktioniert hat, dann sollten Sie jetzt einen Expert Advisor haben, mit dem Sie das testen können. Ich habe hier die falsche Kontonummer. Wir ändern das jetzt mal, loggen uns mit dem richtigen Konto ein. Und wenn wir den Test jetzt stoppen und erneut starten, dann sollten wir sehen, die Kontonummer ist korrekt. Auch die Einträge im Journal passen jetzt. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie mit ein paar Zeilen in MQL4 einen Expert Advisor erstellen können, der in der Lage ist, eine bestimmte Kontonummer abzufragen, um vor dem Gebrauch von unberechtigten Kontonummern zu schützen. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL4.